Der heutige Predigttext ist Hiob 38. Ich lese nur die ersten 5 Verse zunächst. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Wettersturm und sprach: Wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sage mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Lasst uns noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz Recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, alle mit Gottesdienst Feiernden an den Geräten draußen, heute ist Königsadvent. So wird dieser zweite Advent seit Jahrhunderten in der Christenheit genannt, weil er besonders dazu einlädt, auf die zweite Ankunft Jesu zu schauen, auf den zweiten Advent, auf seine mächtige Wiederkunft, die Jesus ja ausdrücklich angekündigt hat, zum Beispiel in seiner großen Endzeitrede, aus der auch unser heutiger Wochenspruch stammt, in Lukas 21, Vers 28. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist der Wochenspruch zum zweiten Advent. In den Versen davor hatte Jesus unter anderem angekündigt, die Menschen werden in Ohnmacht sinken vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden und dann werden sie den Sohn des Menschen, also Jesus Christus, kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und dieses Versprechen unseres Herrn war für die Christen zu allen Zeiten eine starke Ermutigung. Wie dramatisch die Geschichte sich auch immer entwickeln mag. Wie hart die Zeiten. Unsere Zukunftsperspektive ist unzerstörbar und sie ist herrlich. Und nur so können wir auch dieses andere Lebensgefühl ertragen, das uns in diesen Tagen immer wieder beschleicht und manchmal muss man sagen auch überfällt. Und das bereits der Prophet Jesaja gekannt hat und die Gläubigen seiner Tage. Er sagt in Jesaja 26, Vers 13, Herr, unser Gott, es herrschen wohl andere Herren über uns als du. Aber wir gedenken doch allein deiner und deines Namens. Auch wenn so viele andere über uns herrschen mögen, sagt Jesaja, unsere letzte Loyalität gehört dir allein. Unser letzter Gehorsam gehört dir allein. Unser letztes Vertrauen setzen wir auf dich allein. Und auch Hiob 38. Unser Predigttext heute Morgen zielt genau auf die Machtfrage und der passt deshalb mitten hinein in diesen zweiten Advent. In Hiob 38, so werden wir hoffentlich sehen, zeigt sich Gott in seiner überwältigenden Macht, in seiner Hoheit, in seiner Souveränität. Die ersten Verse lassen das bereits erahnen, aber es wird noch viel deutlicher ausgesprochen werden. Hiob 38, das zieht sich dann bis Kapitel 41 letztlich, ist wahrscheinlich die längste Gottesrede, die überhaupt in der Bibel überliefert wird. Sie hat 2 große Teile, wird nur einmal kurz unterbrochen durch Hiobs erste Antwort. Aber, und das ist so wichtig, mit dieser Majestät bleibt Gott eben nicht in unerreichbarer Ferne. Droht er nicht über den Welten gewissermaßen, sondern er kommt zugleich ganz, ganz nahe heran an Hiobs Leben und an unser Leben. Das ist eigentlich das größte Wunder in diesem Hiob-Buch, dass Gott am Ende zu Hiob redet und zu uns reden will. Und darum ist unser Titel heute Morgen, wenn Gott dich fragt. Wenn Gott dich fragt, ja, was passiert dann? Und unsere Hoffnung für diesen Gottesdienst ist, dass viele das so erfahren werden, dass sie von Gott gefragt werden. Und diesen Blick auf Gottes Macht und das richtige Verständnis von Gottes Macht
Liebe Leute, das brauchen wir in dieser Vorweihnachtszeit 2021 ganz besonders. Es ist eine Vorweihnachtszeit, die fast tagtäglich mit neuen Drohungen befeuert wird, die über die Massenmedien auf uns einprasseln. Der jüngste Beschluss der Konferenz der Ministerpräsidenten jetzt vom 2. Dezember enthält, Sie haben das mitbekommen, die massive Drohung, wonach selbst Familien wieder verboten werden soll, miteinander Weihnachten zu feiern. Hat man uns im letzten Jahr mit den Inzidenzen gedroht, gelten die neuen Regeln sogar weitgehend unabhängig von Inzidenzen. Jetzt kommt nämlich plötzlich alles darauf an, dass man die magischen 2Gs erfüllt, geimpft oder genesen. Und falls das nicht der Fall ist, so wird auch aus diesem Papier der Ministerpräsidenten deutlich, will der Staat also Menschen, auch wenn sie offensichtlich gesund sein sollten, also ohne jegliche Symptome, will er gesunden Menschen den Kontakt in ihren Häusern verbieten, selbst Familien. Warum? Weil sie sich einem bestimmten medizinischen staatlichen Eingriff nicht unterwerfen. Einem Eingriff zumal, der unter Medizinern höchst umstritten ist. Und die Liste der warnenden Stimmen gegen die Impfung wird immer länger. Und überhaupt in einem freien Land hat die Regierung keine Verfügungsgewalt über die Körper ihrer Bürger. Und wieder wird in unserem Land eine bestimmte Gruppe von Menschen zum Sündenbock gestempelt und an den Pranger gestellt, obwohl die medizinischen Fakten das überhaupt nicht rechtfertigen. Für eine sogenannte Pandemie der Ungeimpften gibt es keine wissenschaftlichen Beweise. Und damit wir auch genug Furcht vor diesen verfassungswidrigen Regeln haben, heißt es dann unter Punkt 13 in dem Papier, ich zitiere, es werden strenge Kontrollen aller Regeln sichergestellt, Zitat Ende. Obwohl die Polizei immer wieder gesagt hat, dass sie das gar nicht kann. Aber von jetzt an wird ein Militär den sogenannten Krisenstab leiten, der direkt in der Machtzentrale angesiedelt wird im Bundeskanzleramt, Generalmajor Breuer, bisher Kommandeur des Kommandos für territoriale Aufgaben. Er wird jetzt also zuständig für die Logistik der Impfkampagne. Und liebe Leute, die symbolische Bedeutung dieser Personalie, die der künftige Kanzler sehr offensiv präsentierte, sollte jeder Bürger verstehen. Denn die Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten gerade um jeden Preis verhindern wollen, dass der Staat das Militär zur innenpolitischen Unterstützung der Regierung einsetzen darf. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes wussten, dass in der Vergangenheit, also in unserer Geschichte, militärische Kräfte immer wieder innenpolitisch missbraucht worden waren, nämlich um politische Gegner damit zu bekämpfen. Und dem schoben sie einen Riegel vor mit Artikel 87a in unserem Grundgesetz, wo es unter anderem heißt, außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt. Sonst nicht. Und das Grundgesetz definiert es dann, was erlaubt ist. Und deshalb durfte die Bundeswehr bisher nur bei Naturkatastrophen, etwa im Ahrtal oder bei besonders schweren Unglücksfällen angefordert werden. Oder sie dürfte im Falle des inneren Notstandes angefordert werden, den wir aber definitiv nicht haben. Und zuletzt schon wirkten Soldaten bei der Kontaktverfolgung mit. Und dass jetzt ein aktiver Generalmajor zum Cheforganisator des Impfdrucks wird. Das sollten wir sehr ernst nehmen. Die Berliner Morgenpost schrieb am 29. November, Zitat, in Italien und Portugal war der psychologische Effekt der Einsetzung von Soldaten beabsichtigt und nicht zu unterschätzen. Soll diese Einschüchterung auch bei uns kommen? Ja, es geht um Macht. Und jeder von uns bekommt ihren Druck so oder so zu spüren. Und darum brauchen wir diesen Königsadvent so dringend, wie wir ihn vielleicht noch nie gebraucht haben in den letzten Jahrzehnten. Eben weil wir bei allen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, wissen müssen, woran wir sind und auf wen wir uns verlassen können. Psalm 121, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Kanzler präsentiert oder der künftige Kanzler präsentiert uns am Mittwoch nur die Macht seines Generals. Aber diese Verse hier präsentieren die Macht des Schöpfers und des Richters der ganzen Welt. Und um seine Machtfülle zu unterstreichen,
Damit Hiob das umso eindrücklicher versteht, sorgt Gott hier auch für eine besondere Kulisse. Und die wird schon in den ersten Versen gezeichnet. 38, da antwortet der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Gürtet doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Das heißt, du sollst mir antworten. Und genau so erfahren wir das 2 Kapitel später noch einmal in Hiob 40, Vers 6 und 7. Und der Herr antwortete dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, gürte doch deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen. Und du unterweise mich. Es hat lange gedauert. Es hat lange gedauert in diesem Buch Hiob, bis Gott wieder das Wort ergreift. Den letzten Originalton Gottes hatten wir in Kapitel 2, Vers 6. Lange hat es gedauert. Und danach schweigt Gott lange. Und manchmal haben wir subjektiv den Eindruck, Gott schweigt zu lange. Wie das ja auch in 2. Petrus 3 steht, Gott schweigt zu lange, denken wir. Und alles, was wir nach Kapitel 2 zu hören und zu lesen bekommen, sind Hiobs schmerzliche Erfahrungen, Hiobs aufgewühlte Fragen, sogar Beschwerden gegen Gott, gelegentlich unterbrochen von Lichtstrahlen, wie wir das letzten Sonntag in Hiob 16 gesehen haben und kommenden Sonntag, so Gott will, in Hiob 19 sehen werden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, aber ansonsten aufgewühlte Fragen, Beschwerden und dann diese mühseligen Deutungsversuche seiner 3 Freunde, Eliphas, Bildad und Zophar, die sich als Gottes Weltendeuter ausgeben und doch in ihren begrenzten weltanschaulichen Vorstellungen stecken bleiben. In diesem Tun-Ergehens-Zusammenhang, hast du Leid, dann hast du Schuld. Bist du brav, dann geht es dir gut. Und das geht nicht auf. Und nachdem diese sogenannten Freunde ihr Pulver verschossen haben und Hiob noch tiefer in seine Verzweiflung hineingetrieben, trifft immerhin Elihu dann den Ton besser. Er tritt auf den Plan. Er urteilt wesentlich vorsichtiger und differenzierter und hat auch ein deutlicheres Verständnis von Gott als seine Vorredner. Elihu redet in Kapitel 32 bis 37 und Benedikt Peters fasst diese Reden Elihus so zusammen. Gott ist erhaben, Gott ist mächtig, Gott ist weise. Wer ist ein Lehrer wie er? Aber gerade in seiner Weisheit versteht Elihu dann, dass am Ende nur Gott selbst den Hiob zurechtbringen kann. Dass am Ende nur Gott selbst Hiobs zerschundenes und aufgewühltes und verwirrtes Herz wieder in Ordnung bringen kann. Und darum, nachdem Elihu seinen Beitrag geleistet hat, zieht er sich zurück. Zieht er sich zurück, nicht ohne vorher noch ein letztes Mal auf Gottes Macht zu verweisen. In Hiob 37, Vers 23 und 24 lesen wir seine letzten Worte. Den Allmächtigen erreichen wir nicht, sagt Elihu. Er ist von unbegreiflicher Kraft, voll Recht und Gerechtigkeit. Er beugt sie nicht, darum fürchten ihn die Menschen. Er aber sieht keinen an, der sich selbst für weise hält. Und dann ergreift wirklich Gott das Wort. Hiob 38, zum ersten Mal wieder. Und wir wollen es noch einmal hören. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten, also die Engel in ihrem Jubel über die Schöpfung? Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat wie aus dem Mutterschoß? Als ich es in Wolken kleidete und Wolken dunkel zu seinen Windeln machte, als ich ihm seine Grenze zog und Riegel und Tore einsetzte und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier soll sich der Stolz deiner Wellen legen. Hast du, Hiob, solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet und dem Morgenrot seinen Platz zugewiesen? Dass es die Enden der Erde erfasse, damit die Frevler von ihr verscheucht werden? Fragen über Fragen. Und in diesem Stil geht es dann weiter bis Kapitel 40. Und 41 folgt dann nochmal ein Redeanteil. Und Gott konfrontiert den Hiob also mit einer Salve von Fragen. Und darum unser Thema heute Morgen, wenn Gott dich fragt. Wenn Gott dich fragt. Aber Gott macht das eben nicht in einer gemütlichen Gesprächsrunde bei einer Tasse Tee oder in einem beschaulichen Fachvortrag am Katheder, sondern Gott fragt aus dem Gewittersturm.
Und das bringt uns zu unserer ersten Anwendung, die wir heute Morgen festhalten wollen. Wenn Gott dich fragt, erstens, dann wird es stürmisch. Wenn Gott dich fragt, wird es stürmisch. Warum macht Gott das so? Mit dem Sturm. Und warum betont Hiob das ausdrücklich, dieses Buch zweimal, Kapitel 38 und Kapitel 40? Warum? Gott erinnert den Hiob so an seine Macht, die kein Mensch kontrollieren kann, wie den Sturm, die kein Mensch einhegen kann. Und mit dieser Macht zielt Gott darauf, dass er uns stellt. Er zieht uns zur Rechenschaft in seiner Macht. Deshalb sagt er in Vers 2, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Hiob, du gehst von falschen Voraussetzungen aus. Und du kommst zu irrigen Schlussfolgerungen. Nochmal zur Erinnerung, worin bestand denn Hiobs Irrtum? Ich erinnere an die letzte Predigt. Der Irrtum Hiobs bestand darin, dass er den Anspruch darauf hatte, von Gott rehabilitiert zu werden aufgrund seiner Frömmigkeit. Das war sein Anspruch gewesen. Hiob dachte, Gott wäre moralisch verpflichtet, seine brennende Frage nun auch direkt zu beantworten. 31,35 hatte Hiob gesagt, der Allmächtige antworte mir doch. Das war Hiobs Irrtum. Hiob hatte so auf eine Art Verhandlung gehofft, um seinen Fall darzulegen. Und dann würde Gott, so setzte Hiob voraus, doch sehen, dass sein Umgang mit Hiob eigentlich nicht gerecht war, eigentlich nicht nachvollziehbar war, eigentlich nicht fair war. Das würde Gott dann wohl erkennen. Und Hiob war in diesem Irrtum gefangen, dass ein frommer Mensch im Großen und Ganzen weiß, wie Gott handeln müsste, wenn er denn gerecht sein wolle. Das war Hiobs Annahme. Also wenn ich fromm bin, dann kann ich Gott einschätzen und dann weiß ich, wie Gott eigentlich handeln müsste. Und wir sehen, Hiob hat seine eigenen Möglichkeiten überschätzt und Gottes Souveränität maßlos unterschätzt. Und daran hat er sich festgebissen. Und darin hat er sich auch letztlich verrannt. Und Gott macht dem Hiob jetzt mit diesem stürmischen Gesprächseinstieg deutlich, Hiob, du bist nicht in der Position, mir Forderungen zu stellen. Nicht Gott steht auf Hiobs Prüfstand. Nicht Gott muss sich gegenüber Hiob rechtfertigen, sondern es ist genau umgekehrt. Und das macht Gott ihm hier deutlich. Wenn er sagt, gürte doch deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen und dann sollst du mich belehren. Dann sag mal, Hiob, wenn Gott dich fragt. Und Gott sagt extra, gürte deine Lenden wie ein Mann. Das heißt, wenn jemand eine schwierige Aufgabe in Angriff nehmen musste, dann raffte er sein Gewand zusammen und steckte es in eine Schärpe. Das ist der Gedanke hier. Und Gott sagt, Hiob, jetzt kommt eine schwierige Aufgabe. Jetzt reiß dich zusammen. Jetzt wird es ernst, Hiob. Nicht Gott steht vor deinem Thron, sondern du stehst vor Gottes Thron. Der Evangelist Wilhelm Busch hat immer wieder diese Geschichte erzählt aus seiner heißen Zeit in Essen, wo er als Pfarrer versuchte, die Menschen mit dem Evangelium zu erreichen und wo die damaligen sogenannten Freidenker oft öffentliche Veranstaltungen durchführten, um die Menschen gegen den Glauben, gegen Christus, gegen die Kirche damals auch gewissermaßen aufzuwiegeln. Und da stand dann dieser Redner dort, weiß nicht, auf einer Kiste und sagte, wenn ich mal vor Gott stehe, dann werde ich ihn fragen, warum sind Kinder verhungert? Warum hat es so viel Elend auf der Welt gegeben? Und wenn Gott mir dann nicht antworten können wird, dann werde ich ihm sagen, hinweg mit diesem Gott, wir wollen diesen Gott nicht. Und die Leute grummelten und sagten, ja. Und Wilhelm Busch hielt es nicht länger aus, er lief nach vorne, er stellte sich neben den Redner und sagte, jawohl, weg mit diesem Gott, verjagt ihn, dieser Gott muss weg. Und die Leute waren ganz erstaunt und sagten, Entschuldigung, Sie sind doch Pfarrer, Sie müssen doch Gott eigentlich verteidigen. Nein, sagt er, diesen Gott muss ich nicht verteidigen. Dieser Gott existiert nur in eurer Fantasie. Ein Gott, vor dem du stehen kannst, ein Gott, den du herausfordern kannst, ein Gott, den du vor deine Instanz ziehen kannst, diesen Gott gibt es nicht. Das ist nur eine irre Vorstellung in euren Köpfen. Und von diesem Gott sage ich, ja, weg mit ihm, weil er kein Gott ist. Aber der wahre Gott, der lebendige Gott, dem kannst du keine Fragen stellen, sondern der stellt dir seine Fragen. Und dann wirst du den Mund nicht wieder aufbekommen. Hiob war kein Freidenker aus dem Ruhrpott. Aber umso ernster ist es eigentlich, dass sogar ein Mann, der sich im Glauben bewährt hatte, so viele Erfahrungen mit Gott gemacht hatte, sich in so eine selbstgerechte Haltung hineinmanövrieren konnte. Und Gott rückt die Machtverhältnisse zurecht. Gott macht es sichtbar, Gott macht es spürbar durch den Sturm.
Und so wird im weiteren Verlauf der Bibel der Sturm ein Symbol bleiben. Ein Symbol für Gottes heiliges Gericht, dem sich kein Mensch entziehen können wird. Kein einziger. Psalm 50, Vers 3. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, damit er sein Volk richte. Gericht und Sturm. Nahum 1, Vers 3, der Prophet sagt, unser Gott kommt, das ist das Thema von Advent, unser Gott kommt und schweigt nicht. Und Nahum sagt, Entschuldigung, das war nochmal Psalm 50 und Nahum sagt es ganz ähnlich, der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft. Und er lässt gewiss Sünde nicht ungestraft. Der Weg des Herrn ist im Sturmwind und im Ungewitter. Und unser Herr Jesus hat das aufgenommen in der Bergpredigt, als er diese beiden Häuser vergleicht, das Haus auf Sand gebaut, das Haus auf Fels gebaut, Matthäus 7. Und wir haben das im Ohr, wo Jesus dann sagt, als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und stießen an das Haus. Und da meint Jesus das Gericht Gottes. Wieder im Sturm. Und das eine Haus bleibt stehen und kommt heil durch dieses Gericht hindurch und das andere wird zerstört. Gott redet im Sturm. Wenn Gott dich fragt, dann wird es stürmisch. Denn Gottes Frage erfolgt nicht auf gleicher Augenhöhe, wie Hiob sich das vorgestellt hatte, sondern von Schöpfer zu Geschöpf. Gottes Frage erfolgt von Gott zu Mensch, von Retter zu Sünder, von Richter zu Angeklagten. Und dass Gott uns überhaupt mit seiner Frage verfolgt, ist zugleich ein Ausdruck seiner Liebe und seiner Heiligkeit. Wissen Sie, das begann im Garten Eden. Als Gott rief, nachdem Adam sich von ihm losgerissen hatte, Adam, wo bist du? Wenn Gott dich fragt. Und diese Frage, dieser Ruf Gottes ist bis heute nicht verstummt. Gott fragt und Gott ruft. Und darum heißt die Gemeinde Jesu Christi auch mit dem griechischen Begriff Ekklesia. Das sind die Herausgerufenen. Das sind die, die von Gott gerufen wurden. Wenn Gott dich fragt, die gefragt wurden und die gesagt haben, ja, unser Leben soll dir gehören. Jesus, wir glauben an dich als wahren Gott und Retter. Und deshalb wurden sie die Herausgerufenen, weil sie diesem Ruf geantwortet haben. Und seitdem ist es die Aufgabe der Gemeinde Jesu in der Welt, dass wir Gottes Frage den Menschen bewusst machen, dass wir unsere Zeitgenossen dafür sensibilisieren. Deswegen gehen unsere Leute heute raus zum Missionseinsatz auf die Straßen Hannovers, damit unsere Zeitgenossen das erfahren. Da ist ein heiliger, lebendiger Gott, der nach uns fragt, wenn Gott dich fragt. Und nachdem Hiob von der ersten Frage getroffen wurde, lesen Sie das zu Hause unbedingt nochmal nach, dann purzeln die nächsten Fragen, wenn ich das so sagen darf, wie Dominosteine hinterher. Eine Frage nach der anderen. Und Hiob macht offenbar nicht einmal den Versuch, dazwischen zu kommen. Er hätte auch keine Chance gehabt. Man hat ausgerechnet 123 Verse lang. Sie können das ja gerne nochmal nachzählen. Insgesamt mindestens 70 Fragen, wie im großen Examen gewissermaßen. Und wissen Sie, was an diesen Fragen, die Gott dem Hiob stellt, zunächst auffällt, gerade wenn man Hiobs Problem im Blick hat und seine Beschwerde und sein Klagen und sein ganzes Leid, dann sehen Sie, dass Gottes Fragen nicht mit einer Silbe darauf eingehen, direkt. Und ich kann mir vorstellen, dass Hiob im ersten Moment gedacht hat, Gott, warum ausgerechnet diese Fragen? Das ist doch nicht mein Thema. Ich habe dich nach dem Leid gefragt und du sprichst mit mir über die Schöpfung. Und ich sage Ihnen, wenn man nur ab Kapitel 38 dieses Buch lesen würde und den Rest von Hiob nicht kennen würde, dann käme kaum einer auf die Idee, dass es in diesem Buch um das Thema Leid geht. Und um die Warum-Frage. Gott setzt dieses Thema ganz souverän. Er gibt vor, worüber jetzt zu sprechen ist. Und das, was Gott in den Mittelpunkt seiner Fragen stellt, worüber Gott jetzt mit Hiob reden will, Hiob, darüber wird jetzt geredet, das richtet Hiobs Blick weg von seinem eigenen Leid. Aber worauf richtet es diesen Blick? Und damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Wenn Gott dich fragt, dann wird es stürmisch, war das Erste. Und zweitens, wenn Gott dich fragt, dann wirst du staunen. Wenn Gott dich fragt, dann wirst du staunen, denn wenn Gott uns anspricht, holt er uns heraus aus den eingefahrenen Gleisen, in denen wir uns normalerweise bewegen. Wir halten uns für den Nabel der Welt.
Wir hängen fest an unseren Fragestellungen und an unseren Problemen. Das ist ja auch verständlich irgendwie. Wir haben unsere kleine, enge Perspektive. Aber Gott beschränkt sich nicht darauf, unsere Fragen zu beantworten. Das macht er manchmal auch. Und dort, wo es nötig ist, macht er das, ja. Und in dem Fall hätte das ja ziemlich einfach geschehen können. Er hätte dem Hiob ja einfach nur das erklären können, was der Leser von Kapitel 1 und 2 sowieso schon weiß. Er hätte sagen können, Hiob, der Satan hat gesagt, du meinst es nicht ernst. Dein Glaube ist nur auf deinen eigenen Vorteil ausgerichtet. Und ich habe dem Satan gesagt, Hiob ist treu, du wirst es sehen. Und ich habe dem Satan erlaubt, dich so weit anzutasten, aber dir nicht dein Leben zu nehmen. Das ist der Grund. Und Hiob, du hast dich bewährt. Herzlichen Glückwunsch. Gott hätte ihm das ja erklären können. Aber Gott macht etwas völlig anderes. Gott richtet Hiobs Blick auf die Herrlichkeit und Komplexität der Schöpfung. Warum hilft ihm das mehr? Gott macht das nicht um der Schöpfung willen. Gott macht das nicht, weil das jetzt vielleicht entspannt wäre für Hiob, mal ein bisschen über die Schöpfung nachzudenken, sondern weil Gott dem Hiob eines klar machen will. Und das werden wir jetzt sehr deutlich sehen. Was Hiob jetzt am dringendsten braucht, ist nicht die Erklärung seines Leides, sondern ist der Blick auf Gottes Macht und Gottes Souveränität. Und schauen Sie, das ist der Grundton, das ist, wenn Sie so wollen, der rote Faden, der Cantus Firmus, der sich durch diese Kapitel 38 bis 42 hindurchzieht. Gottes souveränes, wunderbares, unergründliches Wirken in der Welt. Darum geht's. Kapitel 38, das gucken wir uns gleich mal kurz an. Gottes Macht über Erde, Himmel, Sterne und Wolken, also die unbelebte Natur. Und Gott fragt ihn, Hiob, kannst du das kontrollieren? Weißt du überhaupt, wie das funktioniert und wo das herkommt? In Kapitel 39 dann Gottes Macht über die belebte Natur, Löwen und Raben, Gämsen und Hirschkühe, Falken, Adler, Strauße, Pferde, Heuschrecken. Und wieder die gleiche Frage, kannst du das kontrollieren? Und dann Kapitel 40 und 41 Gottes Macht über zwei Riesentiere, den Behemoth und den Leviathan. Bei Behemoth kann man wohl ganz deutlich zeigen, dass es sich dabei wohl um den Dinosaurier Iguanodon handeln dürfte. Wörtlich steht hier eigentlich Tiere oder Riesentier, das heißt Behemoth. Und alte Übersetzungen haben da einfach mal Nilpferd vorgeschlagen. Aber das finden Sie noch in vielen alten Übersetzungen. Das steht aber nicht im Originaltext, sondern da steht einfach nur riesiges Tier. Und die Beschreibung passt am besten auf einen pflanzenfressenden Saurier. Und Gott sagt, kannst du die bändigen? Hiob, versuch's mal. Also Gott erteilt diesem Mann hier ausführlichen Biologieunterricht. Manchmal auch ein bisschen Physik. Und er zeigt ihm damit Gottes Macht und Gottes grenzenlose Überlegenheit, aber auch Gottes Fürsorge für seine Schöpfungswerke und deren Erhaltung. Das zeigt Gott dem Hiob hier. Von Napoleon wird berichtet, wie eines Abends nach getaner Arbeit eine Gruppe seiner Offiziere über die Existenz Gottes diskutierte. Und sie alle zeigten sich beeinflusst vom atheistischen Zeitgeist, der Frankreich ja im 18. Jahrhundert sehr, sehr stark prägte. Und schließlich schlug einer der Offiziere vor, doch den Chef zu fragen. Sie könnten Napoleon selber ja mal fragen, wie das sei mit der Existenz Gottes. Und Napoleon genügte ein Fingerzeig zum Firmament und eine einzige Frage. Gentlemen, wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Und genau das meint Paulus in Römer 1, Vers 20. In dieser berühmten Stelle, wo Paulus sagt, Gottes unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Sie könnten es sehen, wenn sie nur ihren normalen Menschenverstand mal frei bekämen von ihrer Ideologie. Und genau diese Schöpfungslogik setzt Gott hier auch bei Hiob an. Genau die gleiche Logik. Und Gott kleidet seine Aussagen über die Schöpfungswerke in dichterische Sprache und in Frageform. Und deshalb, wenn Gott dich fragt. Wir wollen uns das nur bei Hiob 38 ganz kurz angucken. Zunächst fragt er den Hiob, Hiob, könntest du das Meer bändigen? Das sind die Verse 8 bis 11. Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat wie aus dem Mutterschoß, als ich es in Wolken kleidete, wolkendunkel zu seinen Windeln machte, als ich ihm seine Grenze zog und Riegel und Tore einsetzte und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter? Hier soll sich der Stolz deiner Wellen liegen. Hiob, hättest du irgendeinen Einfluss darauf? Oder Hiob, kannst du es jeden Morgen wieder Licht werden lassen? Das ist so bewegend geschrieben. Vers 12. Hast du, solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet und dem Morgenrot seinen Platz angewiesen, dass es die Enden der Erde erfasse, damit die Frevler von ihm verscheucht werden?
Es gibt ein interessantes Gedicht von Mörike, wo er beschreibt, was viele Menschen bewegt, diese Angst vor der Nacht und diese trüben Gedanken und wenn dann man nicht schlafen kann und dieses Aufatmen, wenn der neue Tag kommt. Mörike schreibt, es wühlet mein verstörter Sinn noch zwischen Zweifeln her und hin und schaffet Nachtgespenster. Ängste, quäle dich nicht länger, meine Seele. Freu dich, schon sind da und dorten Morgenglocken wach geworden. Dieses Aufatmen, wenn der Tag wiederkommt, wenn es draußen wieder hell wird, wenn man die ersten Geräusche draußen wieder vernehmen kann. Und Gott fragt Hiob, kannst du das? Kannst du dafür garantieren, dass der nächste Morgen kommt? Und dann weiter, hast du die Tiefe des Meeres erkundet und die Weite der Erde? Verse 16 bis 18. Oder Hiob, weißt du vielleicht, woher das Licht kommt? Vers 19, versuchen wir es mal damit. Vers 19. Welches ist denn der Weg zu den Wohnungen des Lichts und wo hat denn die Finsternis ihren Ort? Dass du sie bis zu ihrer Grenze bringen und die Pfade zu ihrem Haus kennen könntest? Du weißt es ja, denn zu der Zeit warst du geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Kannst du sagen, wo das Licht herkommt? Und dann die Verse 22 bis 30. Kannst du das Wetter machen, Hiob? Und kannst du das Klima kontrollieren? Und weiter, 31 bis 33, kannst du die Sternenwelt lenken und das All anordnen und ordnen? Und schließlich Verse 34 bis 38, kannst du etwa Wolken, Regen, Blitze dirigieren? Oder auch nur überblicken? Kannst du deine Stimme zu den Wolken erheben, sodass sich Regengüsse bedecken, dich Regengüsse bedecken? Also kannst du mal kurz sagen, jetzt regne mal. Kannst du Blitze entsenden, dass sie hinfahren zu dir sagen, siehe, hier sind wir? Und sie verstehen den Sinn dieser Fragen. Das ist Gottes durchgängiges Stilmittel hier. In der Rhetorik nennt man das rhetorische Fragen. Das sind alles rhetorische Fragen. Und rhetorische Fragen sind Fragen, die jede Antwort erübrigen. Weil die Antwort entweder ganz offensichtlich ist oder weil die Antwort darauf so klar ist, dass man die Frage nur mit Nein beantworten kann. Und all diese Fragen kann man nur mit Nein beantworten. Könntest du das Meer bändigen? Kannst du es jeden Morgen wieder Licht werden lassen? Und so weiter. Jeder klar denkende Mensch kann alle diese Fragen nur mit Nein beantworten. Das heißt, mit einer Ausnahme, einige Politiker würden die Frage, kannst du das Wetter machen und das Klima kontrollieren, mit Ja beantworten. Und daran das gesamte Konzept einer Politik ausrichten. Man müsste mal im Bundestag diesen Text vorlesen. Jeder klar denkende Mensch kann diese Fragen nur mit Nein beantworten. Zum Beispiel Entstehung des Regens. Hat der Regen einen Vater? Sagt Gott, wer hat die Tropfen des Taus erzeugt? Das ist ganz hochinteressant. Bis heute ist die Forschung ja nicht 100%ig sicher, wie man die Entstehung dessen in letzter Konsequenz mit letzter Sicherheit erklären könnte. Es gibt einen Bericht des Physical Review Focus vom März 2001. Und da heißt es, Meteorologen können mit schwankender Sicherheit vorhersagen, wann und wo es regnen wird. Doch wie Regentropfen überhaupt entstehen, ist immer noch rätselhaft. Und dann wird sozusagen der Versuch amerikanischer und israelischer Forscher geschildert, die jetzt einen neuen Erklärungsansatz bringen. Aber das schreiben die in dieser physikalischen Zeitschrift im Jahr 2001. Und Gott stellt die Frage 4000 Jahre vorher, hat der Regen einen Vater oder wer hat die Tropfen des Taus erzeugt? Und ich denke, es wird deutlich, so hält Gott seinem strauchelnden Hiob die Majestät und Pracht der Schöpfung vor Augen, die Vielfalt und die immer noch erkennbare Herrlichkeit und Monumentalität dessen. Und liebe Leute, das redet zu uns genauso wie zu Hiob. Das ist kein Unterschied. Benedikt Peters hat das so schön beschrieben. Er sagt, schon Hiob konnte verstehen, dass sich über ihm ein Abgrund von Unendlichkeit auftut. Wir wissen zwar einige Zahlen über diese Abgründe zu nennen, aber deswegen können wir, sagt Benedikt Peters, keinen Deut mehr von ihren Weiten erfassen als Hiob. Es übersteigt einfach unser Vorstellungsvermögen. Und indem Gott unseren und Hiobs Blick darauf richtet, erinnert er uns an beides. Er erinnert uns einmal an seine Macht und er erinnert uns zum anderen an unsere Ohnmacht. Verstehen Sie? Gott erinnert uns dadurch einmal an seinen genialen Überblick und er erinnert uns zugleich an unsere Kurzsichtigkeit und Begrenztheit. Argument für Argument. Und so geht es dann ja weiter.
39,19 hast du dem Ross Stärke verliehen und seinen Hals mit deiner Mähne umhüllt? Nein, natürlich nicht. 39,26 bewirkt dein Verstand, dass der Habicht fliegt und seine Flügel nach Süden ausbreitet, schwingt sich auf dein Geheiß der Adler empor und legt sein Nest in der Höhe an? Natürlich nicht. Gottes Macht, unsere Ohnmacht. Und vielleicht, liebe Leute, beginnt Hiob in diesen Minuten zu ahnen, dass Gott ihm auf diese Weise doch eine gewisse Antwort auf seine Leidensfrage gibt, wenn auch auf eine indirekte Weise. Was kann Hiob denn an der Schöpfung erkennen? Immerhin einen Teil von Gottes Wesen, seine Macht, seine Überlegenheit, aber auch seine treue Fürsorge für die Schöpfung, seine weise Ordnung, mit der er die Welt erhält. Das ist alles immer noch erkennbar, trotz des Sündenfalls. Römer 1, Hiob 38. Und ist es von dort aus nicht nur noch ein kleiner Schritt zu dieser Konsequenz, die der Herr Jesus höchstpersönlich formuliert hat? In der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 26, wo Jesus sagt, seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie. Doch seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Und 2 Verse später, Matthäus 6, 28, sagt Jesus, warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr auch euch tun, ihr Kleingläubigen? Und daraus entstand dann dieses alte Kinderlied, das wir damals noch gelernt haben. Gott schmückt die Lilien auf dem Feld, ihr Duft ist süß und schwer. Wenn er die Blümelein, damals haben wir noch Blümelein gesagt, wenn er die Blümelein so liebt, liebt er mich noch viel mehr. Er liebt auch mich, ich weiß, er liebt auch mich. Weil Gott die kleinen Dinge liebt, weiß ich, er liebt auch mich. Gott schmückt die Lilien auf dem Feld. Und das ist genau die Folgerung, zu der Gott den Hiob mit diesen Fragen hinführen will. Man könnte fast sagen, ihn locken will. Im Grunde genommen zu dieser doppelten Einsicht. Hiob, erkenne doch, wie begrenzt dein Überblick ist. Und Hiob, erkenne zugleich, wie unbegrenzt meine Macht ist. Ach, wenn wir das doch immer erkennen würden. Wie begrenzt unser Überblick ist. Wir durchschauen nicht mal die Naturphänomene, trotz aller wissenschaftlicher Bemühungen und Fortschritte. Wir durchschauen es aber nicht im Letzten. Hiob, wie willst du da deine eigene Biografie ergründen, die doch so viel bedeutsamer und komplizierter ist als die Existenz von Tieren und des Firmaments? Hiob, du bist mein Ebenbild. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, die Imago Dei. Hiob, wie willst du das durchschauen, wenn du nicht mal die Natur durchschaust? Und erkenne zugleich, wie unbegrenzt meine Macht ist. Und Hiob, wenn ich dir sage, dass du mir vertrauen kannst und wenn ich dir sage, dass ich es gut mit dir meine, und das hatte Hiob ja mal gewusst, deswegen war er ja gläubig geworden, verstehen Sie? Hiob, dann hast du eine offene Tür und dann ist deine Zukunft nicht mehr verrammelt und dann weißt du, dass alles gut werden muss. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, sagt Paulus dann, Römer 8, 28. Und Hiob, du weißt es deshalb nicht, weil du schon das fertige Konzept kennst. Hiob, du bist deshalb gewiss nicht, weil du schon den optimalen Plan B in der Tasche hast. Obwohl es gut sein kann, einen Plan B in der Tasche zu haben. Aber nicht der Plan B ist unsere Sicherheit, sondern deine Sicherheit und deine Freude mitten in allen Turbulenzen, Hiob, liegt darin, dass du mich kennst. Und dass du weißt, Hiob, Gott kümmert sich um mein kleines Leben. Und deshalb ist es nicht unbedeutend. George Whitefield, das weiß man nicht, war befreundet mit Benjamin Franklin. Berühmter Politiker, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten. Und Benjamin Franklin schrieb in einer politischen Krise sehr besorgt an George Whitefield Folgendes. Er sagt, zusammen mit euch sehe ich, dass unsere Geschäfte von unseren Regenten hienieden nicht gut geführt werden. Nicht gut geführt werden. Und ich wünsche, ich könnte mit euch glauben, dass sie von den Regenten da oben gut geführt werden. Ich habe aber aufgrund gewisser Umstände eher den Verdacht, dass zwar so die allgemeine Regierung des Universums in guten Händen ist, also in Gottes guten Händen, dass aber unsere kleinen Geschäfte deren Beachtung nicht würdig sind,
sondern dass unsere kleinen Geschäfte dem Zufall menschlicher Klugheit oder Unklugheit überlassen sind. Oder man könnte sagen, menschlichem Wohlmeins oder menschlichen Übelmeins. Je nachdem, welche von beiden gerade die Oberhand haben mag. Das, so fügt Franklin hinzu, ist allerdings ein wenig trostreicher Gedanke. Und ich lasse ihn jetzt. Und Whitefield hat das dann kommentiert, den Brief seines Freundes. Und wissen Sie, was Whitefield gesagt hat? Weil Franklin ja schrieb, das ist ein wenig trostreicher Gedanke. Whitefield sagt, ja, wenig trostreich in der Tat. Und gleichzeitig, Gott sei gepriesen, unbiblisch. Denn wir haben die volle Gewissheit, dass der Herr regiert. Und wir werden eingeladen, alle unsere Sorgen auf ihn zu werfen, denn er ist besorgt um uns. Er sorgt für uns. Also Whitefield hat gesagt, ja, das ist nicht tröstlich, was Benjamin Franklin da denkt, aber es ist glücklicherweise nicht biblisch, denn Gott sagt es anders. Er kümmert sich. Er kümmert sich um dein und mein kleines Leben, weil er das versprochen hat. Und genau dahin wollte Gott den gebeutelten Hiob mit seinen Fragen leiten. Wenn Gott dich fragt, dann wirst du staunen. Du wirst staunen, vorausgesetzt, du lässt Gottes Frage an dich heran und bügelst sie nicht gleich wieder ab. Und nun fragen wir zum Schluss noch, wie hat Hiob reagiert? Was war seine erste Antwort? Diese erste Antwort ist noch nicht die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte kommt erst zu Weihnachten. Aber was war die erste Antwort? Und die erste Antwort, die finden wir am Anfang von Kapitel 40. Nur wenige Verse. Am Anfang von Kapitel 40, nachdem Gott den großen Teil seiner Rede bereits gehalten hat. Und hören Sie, wie es dann weitergeht. Da fordert Gott den Hiob ausdrücklich auf. Hiob, nun sag mal. 40. Weiter redete der Herr mit Hiob und sprach, will der Tadler, also das Hiob, der Gott getadelt hat, mit dem Allmächtigen hadern? Wer Gott zurechtweisen will, der antworte nun. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, siehe, ich bin zu gering. Was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten. Und noch ein zweites Mal. Und ich will es nicht mehr tun. Hier sehen wir, dass bei Hiob etwas in Bewegung gekommen ist. Es ist noch nicht der endgültige Durchbruch, aber es ist ein erster ganz wichtiger Schritt und den halten wir noch fest. Wenn Gott dich fragt, wird es stürmisch. Das zweite, wirst du staunen. Und das dritte, wenn Gott dich fragt, dann wirst du stumm. Hier siehst du es. Wenn Gott dich fragt, dann wirst du stumm. Wie kann das sein? Vorher hat Hiob doch geredet wie ein Buch. Er hatte sich geradezu in Rage geredet. Und Hiob hatte dieser Begegnung mit Gott entgegengefiebert. Und er hatte gesagt, wenn es soweit ist, wenn ich nur die Chance bekomme, vor Gott meinen Fall darzulegen, dann werde ich Gott ein Plädoyer hinpfeffern, das jeden Staranwalt vor Neid erblassen lässt. Das war der Plan, das war seine Erwartung. Ich werde auftreten und ich werde ihm den ganzen Fall nochmal darlegen. Hat er vorher immer gesagt. Trotz aller Schmerzen hat er immer wieder angekündigt. 31, 37 hat er gesagt, ich werde ihm nahen wie ein Fürst. Oder in Hiob 10, Vers 2. In Hiob 10, Vers 2, da hat er gesagt, ich spreche zu Gott, verdamme mich nicht, lass mich wissen, weshalb du mich befehlst. Lass es wissen, nun raus damit. So wollte er auftreten. Und jetzt, wo es endlich so weit ist, jetzt, wo er Gott gegenübersteht, jetzt, wo der Moment gekommen wäre, sein Plädoyer zu halten, da verstummt er. Und offenbar hat er sehr genau zugehört, was Gott gesagt hat. Offenbar haben ihn Gottes Worte ins Herz getroffen. Und jetzt dämmert Hiob die Erkenntnis, dass er das Verhältnis zwischen sich und Gott falsch eingeschätzt hat. Denn jetzt sagt er, ich bin zu gering. Ich bin zu gering, was soll ich dir erwidern? So war es dem Erzvater Jakob auch gegangen. Als er Gott immer näher kam, sagte er in 1. Mose 32, 11, ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. 1. Mose 32, Vers 11. Und so sagt es Hiob, ich bin zu gering, Gott. Was soll ich dir erwidern? Ich habe keine Argumente mehr. Ich erkenne meinen Irrtum. Und Hiob beginnt zu begreifen, dass es töricht und selbstzerstörend wäre, gegen die Wahrheit anzuargumentieren. Du kannst nicht gegen Gottes Wort und gegen Gottes Wahrheit anargumentieren und damit Erfolg haben und damit durchkommen. Und schauen Sie, so geht es jedem Sünder.
wenn er dem heiligen Gott wirklich begegnet, wenn Gott dich fragt, wenn Gott einen Menschen stellt, so wie er den Hiob hier gestellt hat, wenn Gott einen Menschen überführt und uns deutlich macht, du hast dein Leben nicht selbst in der Hand, du übersiehst es auch nicht, du hast dein Konto überzogen. Wenn Gott dich fragt, dann wirst du stumm und du kannst ihm auf 1000 nicht eins antworten. Wenn du Gott wirklich begegnest. Und wer das von sich nicht sagen kann, immer sagen, ja, ich habe Gott meine Forderung gestellt und gesagt, du musst mein Leben schöner machen und es hat immer geklappt, es war immer wunderbar. Der muss sich fragen, ob er diesem Gott wirklich begegnet ist. Wenn Gott dich fragt, dann wirst du stumm. Aber, und das soll hier am Schluss stehen, Gott will nicht, dass du stumm bleibst. Das werden wir bei Hiob am Ende noch sehen, aber nicht heute. Gott will nicht, dass du stumm bleibst, sondern Gott will, dass du durchbrichst zu einem neuen Bekenntnis. Und darum, wenn Gott dich heute fragt, heute am Königsadvent 2021, dann sehnt Gott sich danach, dass du darauf reagierst. Dass du darauf reagierst, weil du erkennst, dass von deiner Antwort auf Gottes Frage in gewisser Hinsicht dein ganzes Schicksal abhängt. Die meisten anderen Fragen, die dir im Laufe deines Lebens gestellt werden, die kannst du beantworten oder auch nicht. Einige Fragen solltest du beantworten, ja. Aber Gottes Frage ist die Königsfrage. Und kein Mensch kann es sich leisten, diese Frage zu übergehen, wenn Gott dich fragt. Vielleicht stehst du, was dein Lebensgefühl angeht, zurzeit Seite an Seite mit Hiob. Und du merkst, du bekommst die verschlungenen Linien deines Lebens nicht mehr unter Kontrolle. Und du fühlst dich überfordert wie er. Und du hältst den Druck kaum noch aus, der auf deinem Leben lastet und auf deinen Entscheidungen. Da musst du wissen, es ist derselbe Gott, der dich fragt. Du hörst nicht mehr das stürmische Rauschen des Gewittersturms wie Hiob damals. Aber du lebst in derselben Welt. Du lebst in derselben Welt, die Hiob zum Staunen brachte. Du siehst denselben Sternenhimmel. Du hörst die gleichen Vogelstimmen. Du atmest genauso auf, wenn du eine schlimme Nacht gehabt hast und draußen der neue Tag beginnt. Nur du hast den einen großen Vorteil, dass derselbe Gott, der Hiob angesprochen hat, uns inzwischen sein Gesicht gezeigt hat. Das ist dein Vorteil und mein Vorteil. Was für Hiob noch in der Zukunft lag, das ist für uns geschehen. Advent. Jesus ist wirklich angekommen. Und Jesus hat dir und mir nochmal ganz neu Gottes Schöpfermacht bewiesen. Durch die Wunder, die er getan hat, ausführlichst dokumentiert im Neuen Testament. Durch das große Wunder seiner Auferstehung. Er hat es doch bewiesen, seine Schöpfermacht. Und seine größte Schöpfermacht liegt darin, dass Jesus verlorene Menschen, die sich mit ihrer Gottlosigkeit abgefunden hatten, von ihrer Schuld befreien und für ewig in den Himmel bringen kann. Darum wurde er geboren, um zu sterben. Darum kam er, um an diesem Kreuz die Strafe für unsere Schuld auf sich zu nehmen, damit wir von ihm Vergebung erbitten dürfen. Und seitdem Jesus auf die Erde kam, hat Gottes Frage ein Gesicht bekommen. Wenn Gott dich fragt, jetzt ist es Jesus, der dich fragt. Es ist Jesus persönlich, der dich fragt, ob du ihm vertrauen wirst, ob du zugeben wirst, dass du ihn brauchst. Und darum singen wir dieses alte Lied heute ganz neu, weil Jesus uns dazu einlädt. Heute will dich Jesus fragen, bist du ganz für mich bereit? Du verlierst dich sonst im Jagen nach den Gütern dieser Zeit. Wag es mit Jesus, was deine Not auch sei. Er macht dich frei. Einmal fällt die Maskerade, die du vor der Welt beziehst, wenn du durch Gericht und Gnade dich im Lichte Gottes siehst. Lass dich nicht von Menschen leiten. Menschen sind wie Laub im Wind. Jesus schafft Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind. Wenn Gott dich fragt, er fragt dich durch Jesus. Gib ihm doch Antwort. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns so nahe gekommen bist. Und allmächtiger, heiliger Gott und Schöpfer, wir danken dir und preisen dich dafür, dass, so wie du den Hiob angesprochen hast, du auch unser Leben siehst und dass es dir nicht egal ist, dass du uns so nahe kommst.
Und Herr, du siehst, dass auch wir uns überfordert fühlen mit manchem Druck, der auf uns lastet. Aber Herr, bewahre uns davor, von diesem Druck gefesselt zu werden. Mach uns den Blick frei auf deine Macht, auf deine Größe und deine Herrlichkeit und deine Liebe zu denen, die dich flehentlich anrufen, Herr. Das wollen wir tun und wir wollen dir Antwort geben durch unseren Glauben, durch unser Vertrauen, durch unseren Dank, durch unseren Lobpreis, Herr, durch unser ganzes Leben, das dir gehören soll. Dir, unserem allmächtigen Herrn und Gott. Amen. So wollen wir das